Ich habe wieder 10 geile Gadgets für uns Camper aus dem 3D-Drucker. Und wenn dich das interessiert, was ich hier alles in der Kiste habe, dann bleib sehr gerne dran. Ich habe wieder 10 richtig coole Gadgets, die du dir selber drucken kannst. Zugeben, den Magneten habe ich nicht gedruckt, das ist klar. Und bevor du jetzt auch irgendwie frustriert bist und sagst, boah, ich habe keinen Drucker, entweder wirst du dir nach diesem Video einen Drucker zulegen, weil du merkst, oh, das macht deutlich mehr Sinn, als sich diese ganzen Sachen immer einzeln zu kaufen. Oder du suchst dir einfach einen guten Freund, der einen 3D-Drucker hat und das Ganze für dich übernimmt. Denn es gab schon mal ein Video und es kam so gut an, also sowohl bei mir hat es irre viel Spaß gemacht, das Video zu drehen, als auch bei euch. Ihr habt mir da so viel Feedback gegeben, habt mir auch so viel geile neue Ideen zugeschickt, dass ich mir gedacht habe, hey, da legen wir sofort ein Video nach. Und bei dem letzten Video, das ich euch hier oben auch nochmal verlinke, da hat es dann übrigens auch ein bisschen die Kostenrechnung. Was kostet so ein Drucker, was kostet die Herstellung, wann rentiert sich's und macht Spaß oder nicht. Und ihr seht schon, dass es bei mir ein bisschen eskaliert ist. Und ihr seid hier heute mit mir übrigens an einem Sportplatz in der Nähe des Flughafens. Es hat so ein bisschen Caravansalon P1-Vibes, weil es immer wieder laut wird. Mein Kurzer, der mittlerweile eigentlich größer ist als ich, macht gerade seine Schiedsrichterausbildung und hat heute seine Abschlussprüfung. Deswegen warte ich hier auf ihn und habe mir gedacht, die Zeit nutze ich sinnvoll, um euch ein Video zu machen. Aber deswegen kann es hin und wieder mal irgendwie schreiende Kinder geben oder ein Flugzeug, das uns durch die Quere fliegt. Ich denke aber, das wird uns nicht weiter stören. Erstmal herzlich willkommen bei Fan4Van. Ich bin der Markus und wir legen jetzt los mit den ganzen 10 Gadgets, die für euch durchaus sehr interessant sein können. Ich habe erst wieder ein paar Sachen, die direkt das Wohnmobil betreffen und danach geht es diesmal ein bisschen so um die Sommerreisen, Gadgets, die man einfach auf den Reisen mit benutzen kann. So, und jetzt legen wir aber los und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesen ganzen Gadgets. So, mein erstes Gadget, das ist hier vorne, denn einmal liebe ich Elektronik. Also ich probiere das super gerne aus, ich bin sehr gerne digital und spiele damit super gerne. Was ich aber hasse, das ist Licht, wenn ich schlafen möchte. Und das Problem, das dann aber oft hat bei solchen Sachen, dass dann immer irgendwie eine LED leuchtet, um dir den Status des Gerätes zu zeigen etc. Und das ist für mich persönlich eine Katastrophe. Und deswegen habe ich hier bei meiner Webasto-Heizung einfach so einen Rahmen gesucht und habe mir den gebastelt. Und da kannst du das hier auf- und zuklappen. Warum? Weil genau an der Stelle hier oben der ja, ich sage jetzt mal An- und Ausknopf ist und der ist immer beleuchtet und gibt dir den Status, ob die Heizung läuft oder nicht. Und in der Regel, sage ich mal, fühlst du das ja, ob die Heizung läuft oder nicht. Und deswegen kann ich dann hier immer ganz easy den Knopf hier zudecken, kann ihn aber auch aufmachen, wenn ich ihn betätigen möchte. Und ich finde, das ist richtig clever. Und wie gesagt, sucht einfach bei Makerworld oder wo auch immer ihr unterwegs seid, wenn ihr irgendwelche anderen Monitore, irgendwelche anderen elektronischen Geräte habt. Es gibt in der Regel für alles irgendwelche Abdeckungen und damit ist nicht nur das Licht weg, sondern am Ende dein Gehäuse auch nochmal zusätzlich geschützt. Hier draußen kommt gleich mein nächstes Gadget und ihr werdet sehen, da hat es einen richtig geilen Erfinder und Entwickler. Der hat mit Wohnmobil richtig viel am Hut. Und zwar habt ihr jetzt gerade gesehen, ich habe hier so einen Schnellverschluss und den habe ich an einen Magneten rangeschraubt. Die kannst du dir einfach im Internet besorgen. Und jetzt hast du hier verschiedenste Aufsätze, zum Beispiel diese Klammer hier. Und das bedeutet, ich hänge da zum Beispiel gerne meine Gleitschirme auf, meine Kiteschirme auf zum Trocknen am Auto. Und die kannst du hier einfach einspannen und kannst dann die Schraube anziehen. Und dann kannst du das Ganze an deinen Magnet hier wieder aufhängen und fertig ist die Lauge. Das Tolle ist aber, dieser Schnellverschluss, der hat noch was anderes für sich, denn es gibt hier ganz viele verschiedene Aufsätze, die du hier ranklipsen kannst und einen, den haben wir auf der anderen Seite. Und schaut mal, hier ist er wieder, der Magnet von unserem Haken, den wir vorne gerade hatten, Schnellverschluss dran und dann gehst du hier einfach her und zack, machst das an dein Fahrzeug ran, spannst das hier einigermaßen und dann hast du, das musst du natürlich ein bisschen schöner machen, ich habe hier jetzt einfach nur schnell eine Schnur reingespannt und dann kannst du hier eine Wäscheleine generieren mit 3 Aufhängungsmöglichkeiten. Länge kannst du natürlich variieren, wie du möchtest. Dann kannst du auch entsprechend die Magnete anders aussuchen. Denk mir nur dran, bei den Magneten, macht es nicht so, wie ich jetzt gerade gemacht habe, sondern macht vorher den Untergrund ein bisschen sauber, damit ihr da ja nichts dran verkratzt an eurem Auto. Aber ich will euch nur zeigen, wie genial das ist. Alles selber gedruckt, das heißt, das ist mega preiswert. Und wie ich schon gesagt habe, du hast ja noch ganz, ganz viele Möglichkeiten mehr. Also der Entwickler, der hat wirklich richtig Hirnschmalz reingesteckt, den feiere ich total.
Und wisst ihr, was mir dabei auch wieder wichtig ist und aufgefallen ist? Es gibt da auch von Herstellern richtig coole Lösungen. Und ich will jetzt nicht anfangen und irgendwie den Herstellern sagen, hey, wir wollen euer Zeug alles nicht mehr kaufen, weil wir machen das jetzt alles selber. Aber gerade hier ist es mir wieder aufgefallen, da musst du schon können, weil du brauchst das richtige Material. Denn gerade wenn hier die Sonne reinballert, dann muss das Material das abhaben können. Das musst du auch überhaupt erstmal drucken können. Aber es ist allein schon richtig klasse, um einfach mal zu testen, hey, wäre das was für mich? Und dann kannst du sagen, ja, die 3, 4 Euro, die habe ich jetzt richtig cool investiert und jetzt kaufe ich mir das richtige System, das dann am Ende 50 Euro oder mehr kostet. Also insofern kann das auch einfach mal ein bisschen Versuchslabor für dich sein. Einfach nur so als Tipp. Hey, kennt ihr das, wenn du gerade fährst, willst aber ein Kaugummi haben und jetzt hat es diese großen Boxen und dann fängst du an, dir daraus ein Kaugummi zu nehmen. Das kommt auch immer ein bisschen auf die Boxen an zugegeben, aber ich hatte jetzt gerade eine, die hat mich fuchsig gemacht und dann, ja, bis du da irgendwie rankommst, das lenkt einfach nur ab. Hier habe ich was richtig Geiles und zwar ist das richtig Magic. Guck mal, zack, du tust es einmal hoch, wieder runter und dann ist dein Kaugummi fertig für den Verzehr. Ist das nicht geil? Das nächste Gadget, das ich gedruckt habe, das ist auch hier vorne und das habt ihr total gefeiert, denn da hatte ich mal so ein kleines Reel, glaube ich, gemacht auf Instagram und da habt ihr richtig viel positives Feedback zugegeben. Ich verwende Bip & Go, das ist ein Mautsystem, wenn du zu faul bist, an einen Mautkasten ranzufahren, das Billettel zu ziehen und irgendwie nach x Kilometer dann das Geld rauszukramen oder mit Kreditkarte wieder zu bezahlen. Da hat so Mautsysteme, die hängst du dir vorne an die Scheibe und dann geht automatisch die Schranke auf und es wird im Anschluss danach monatlich abgerechnet. Da gibt es verschiedenste Systeme. Ich selber verwende jetzt eben für dieses Fahrzeug Bip & Go. Das kommt darauf an, wie schwer ist dein Fahrzeug etc. Da gibt es aber auch wieder zahlreiche Videos zu, die ich auch schon gedreht habe und die verlinke ich euch natürlich sehr gerne. Jetzt ist aber mein Problem, dieses Teil hier wird hier so rangeklipst. Das ist auch super praktisch, denn das kannst du dann von Fahrzeug zu Fahrzeug mitnehmen. Bei Bip & Go und Fahrzeugen unter 3,5 Tonnen kannst du dann entsprechend dein Kennzeichen in dem Portal ändern und bist damit wahnsinnig flexibel, was die Fahrzeugwahl betrifft. Und gerade wenn ich viele Autos teste, ist das halt sehr cool. Oder wenn du zum Beispiel zwischen Pkw und einem Wohnmobil hin und her switchen möchtest. Und dazu hat mir dann aber leider die Halterung gefehlt. Und die habe ich mir einfach schnell ausgedruckt. Und zwar gar nicht, weil ich dem Hersteller diese 8 Euro nicht gönnen wollte, die er dafür verlangt, sondern weil es schlichtweg an einem Samstagabend war und ich wusste, nächsten Morgen fahre ich weg. Hat mir den Hintern gerettet. Gerade die Eltern unter euch kennen das wahrscheinlich. Wenn ihr so Teenager-Jungs habt und die richtig teure Sneakers tragen, dann schlupfen die in der Regel immer so rein und brauchen dann A, ewig bis sie kommen und B, machen sie irgendwann den Schuh kaputt. Also, was will ich sagen? Man hat einen Schuhlöffel und der macht richtig Sinn. Und hier habe ich so einen ganz kleinen Schuhlöffel, der nimmt ganz wenig Platz weg und er ist vor allem super leicht und er funktioniert hervorragend. Und den steckst du einfach hinten drauf, nimmst den Schuh und kannst hier hervorragend reinschlupfen. Wie genial ist das denn? So ein kleines Ding, das habe ich jetzt auch übrigens überall zu Hause. Ich habe übrigens gerade registriert, dass der Moment, ab dem du über Schuhlöffel sprichst, dir persönlich zeigt, dass du richtig alt wirst. Trotzdem finde ich es geil. Ich bin echt alt. So, der Zwackel hockt immer noch in seiner Prüfung, deswegen koche ich mir jetzt mal was Leckeres zu essen. Also kochen ist übertrieben, ich wärme es auf, aber das muss man auch können. Also ich mache mir jetzt mal was zu essen, denn das führt uns zu meinen nächsten Produkten. Mir geht es jetzt gar nicht ums Essen, sondern ums Trinken. Denn ihr kennt es, wenn du jetzt so eine Dose hast, dann ist einmal, habe ich mir sagen lassen, wenn du irgendwie Dame bist und längere Fingernägel oder spezielle Fingernägel hast, das Aufmachen der Dose schon mal schwierig. Das ist hier relativ einfach, weil mit diesem Teil kannst du hier reinfahren und kannst das Ganze dann öffnen. Was ich aber viel interessanter finde, du kannst das dann auch hernehmen, steckst es einfach andersrum drauf und kannst es dann hier an der Seite so einklicken. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. So, und dann kannst du das super gut einfach auf- und zumachen. Und damit bist du geschützt vor diesen ganzen Wespen. Mir ist schon klar, das Ganze ist kein Auslaufschutz, aber gerade bei Dosen ist es hundsgemein mit den Wespen, weil die gehen da super gerne rein. Und wenn du die im Mund hast, das kann böse enden. Und das ist eine ganz einfache Geschichte. Das ist nicht nur fürs Campen wichtig, sondern generell ist es eigentlich eine clevere Lösung. Wenn du jetzt aber sagst, der hier ist dir zu schlicht und zu einfach, dann nimmst du einfach den hier, denn dann hast du ein bisschen Oktoberfest-Feeling.
Und das Ganze gibt es natürlich nicht nur für Dosen, sondern auch für Flaschen. So sieht das Ganze aus. Und sogar diese Abdichtung hier drin kannst du dir mit TPU selber drucken. Und dann klippst du es einfach an die Flasche ran und kannst deinen Deckel hier immer zumachen. Und damit bist du geschützt vor Wespen und Co. Und jetzt sagt ihr euch, warum trinkt der Kerl jetzt 2 Spezi? Ganz einfach, der kleine Sohnemann ist zurück. Und was soll ich sagen? Er hat es geschafft. In diesem Sinne immer faires Spiel. Erlaubt mir noch einen Hinweis und einen Tipp. Und zwar der Hinweis, damit glaube ich sind wir sogar EU-konform, weil sich der Deckel nicht von der Flasche ablöst. Und auf der anderen Seite der Tipp, ihr könnt das natürlich auch in verschiedenen Farben drucken, dann weiß immer jeder, wem welche Dose Flasche gehört. Wir stellen uns jetzt mal vor, wir wären hier an einem wunderschönen Strand. Leider geht es sich bei uns dieses Jahr nicht aus, deswegen müssen wir das hier bei diesem unfassbar kreisligen ehemaligen Volleyballfeld machen. Aber ich glaube, ihr versteht gleich, worum es geht. Und zwar haben wir oft das Problem, wenn wir an so einem wunderschönen Strand liegen und unser Handtuch ausbreiten, dass der Wind kommt und es wegweht. Und dagegen habe ich jetzt was richtig Cooles gedruckt. Und zwar diese hier. Tack, tack. Ich habe da jetzt natürlich 4 Stück dabei, weil wir die jetzt auch nicht wirklich bräuchten. Aber wie funktioniert das Ganze? Ganz easy. Du steckst es einfach hier in die Erde rein. Also jetzt angenommen, es wäre Sand. Steckst du das hier so rein und kannst dein Handtuch hier einfach festklippen und schon fliegt es nicht mehr davon. So, jetzt ist hier alles wunderbar aufgebaut, aber jetzt wollen wir ins Wasser und wohin mit dem Schlüssel? Verrate ich euch, weil hier willst du ihn ja nicht liegen lassen. Ich habe hier diesen überdimensionierten Erdnageltresor gedruckt. Ich gebe zu, ist ein bisschen freakig, aber ich finde, für manche mag das eine clevere Idee sein. Einfach deine Werkgegenstände hier rein. Und damit du ihn auch ja wiederfindest, kannst du theoretisch sogar hier auch einen AirTag mit integrieren. Kannst den hier reinstecken. So. Und wenn du dann alles schon verstaut hast, ab damit in die Erde. So. Würdest du das normalerweise am Strand machen und nicht auf so einem Betonspielplatz, wird es auch viel leichter gehen. Handtuch drüber und ab ins Wasser. Und ich hatte jetzt gerade das Video geschnitten und habe gedacht, nee, warte mal, den einen Punkt muss man mit reinführen, weil er einfach so clever ist. Es sind Haken, aber ganz besondere Haken. Und wahrscheinlich will ich es euch nur zeigen, weil ich jetzt so stolz bin, weil ich endlich Drehkonsolen habe, die ich mir selber eingebaut habe. Deswegen Sitz nach hinten und dann kennt ihr es ja wahrscheinlich. Das ist eine enorme Wohnraumerweiterung. Und um jetzt auch noch mal mehr Platz zu generieren, habe ich mir diese Haken hier gedruckt. So sehen die aus. Und die hängst du einfach hier oben rein und kannst damit perfekt deine Jacken zum Beispiel aus dem Weg bringen. So sind sie super aufgeräumt, aber gehen recht wenig im Platz um. Und ich finde, das ist wieder eine Kleinigkeit, kostet nur ein paar Cent und macht irre viel Spaß beim Campen. So, und jetzt zum Schluss habe ich noch was für euch. Das kann man sich auch einfach kaufen, denn das macht der Mr. Togi. Der druckt das auch mit dem 3D-Drucker, aber einmal schon mal mit dem richtigen Material und es ist super passgenau. Wofür ist es? Ganz einfach, für den Einstiegsbereich beim Fiat Ducato. Hier unten nämlich habe ich jetzt so ein kleines Teppichlein. Das verlinke ich euch natürlich auch, wo man sowas herbekommt, weil ich finde, damit sieht es schon mal deutlich ordentlicher aus. Das Problem ist aber, habe ich leider gerade festgestellt, als ich das hier vorbereiten wollte, wenn du hier alles aufmachst, dann siehst du, wie in diesen kleinen Löchlein hier überall voll der Dreck drin ist. Seht ihr das? Und das macht ja eigentlich überhaupt keinen Sinn. Und das sind einfach nur Abdeckungen, die du hier super drüber stecken kannst. Und damit ist es in deinem Auto immer super ordentlich. Das bedeutet für mich, ich mache jetzt hier erstmal ordentlich sauber und danach mache ich die Kappen drauf. Beim Saubermachen übrigens auch noch ein Tipp. Saugen oft alleine hilft nicht. Da macht es oft Sinn, wenn man nochmal Luft reinbläst. Denn nur mit diesem Luftdruck kriegst du dann auch den Dreck wieder raus. So, Kappen drauf. Und dann bei mir noch, weil ich super penibel bin, das Deckchen drüber. Und dann ist es richtig ordentlich. Ja, und damit ist alles wieder richtig ordentlich. Wir haben sogar jetzt mehr als 10 Gadgets durchgesprochen. Ihr schreibt jetzt gerne in die Kommentare, wenn ihr noch weitere habt, denn das hilft uns am Ende ja allen. Oft geht es nicht, wenn ihr Links reinkopiert. Das wird dann oft blockiert von YouTube, aber dann könnt ihr mir die direkt schicken und ich setze die dann für euch entsprechend um. Auf der Webseite seht ihr alles im Detail und wie gesagt, ihr kommt dann immer auf die
Druckdateien, die es kostenlos im Netz zum Runterladen gibt. Geht da übrigens fair miteinander um, bewertet immer fair. Das ist für den Entwickler eine ganz tolle Sache. Das ist übrigens auch dasselbe für mich. Wenn ihr hier noch ein Like da lasst, dann ist das für mich ein Riesenmehrwert. Das hilft mir, wenn ihr auch noch boostet oder hypt, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, dann tut euch das nicht weh, euch kostet es nichts und mir bringt das wahnsinnig viel. An der Stelle herzlichen Dank dafür. Und jetzt schreibt ansonsten auch noch in die Kommentare, wenn ihr Fragen habt, dann versuche ich die so schnell wie möglich zu beantworten. Das Wichtigste ist jetzt, dass ihr diese geschmeidigen 36 Grad genießt. Dieser Sommer ist wirklich der Wahnsinn und ich wünsche euch jetzt eine richtig, richtig tolle Tour, egal wohin auch immer ihr unterwegs seid und mit welchen Gadgets ihr an Bord ausgestattet seid. Ich wünsche euch wunderschöne Reisen und das Wichtigste ist, dass ihr gesund und glücklich wieder zurückkommt. Dann sehen wir uns beim nächsten Gadget- oder Camping-Video wieder. Deswegen auch sehr gerne abonnieren, wer es noch nicht gemacht hat. Hier geht es rund um das Thema Camping. Ich wünsche euch alles Gute und sage vielen Dank fürs Zusehen. Euer Markus. Ciao.